Unser Boot ist eine Amel Santorin 46, die haben wir seit 2,5 Jahren und wir wollen heute mit euch mal abgleichen, was waren unsere Erwartungen und wie hat sich das jetzt nach ca. 4000 Meilen bewahrheitet oder nicht bewahrheitet, was wir erwartet haben. Was wir heute nicht machen, ist eine Tour durch das Boot und wir werden auch nicht auf allgemeine Dinge eingehen, weil dafür gibt es unser ganz tolles Tour de Boat Video, das verlinken wir euch am Ende. Wir wollen jetzt tatsächlich einmal darüber sprechen, was haben wir uns von dem Boot erwartet und was davon ist in Erfüllung gegangen. Wer das Boot noch nicht kennt und wer es von außen sieht, der wird vielleicht sagen, Amel Super Maramu fast. Die Amel Super Maramu war vorher, die ist 2 Meter länger und daraus wurde die Santorin entwickelt und die ist ein bisschen kleiner, ein bisschen mehr reduziert auf das Notwendige für Langfahrt, also hat manche Komfortfeatures nicht, aber von den Segeleigenschaften, vom Riss ist es im Prinzip dasselbe. Und für mich ist es das Traumboot und ich hatte damit ganz hohe Erwartungen verknüpft. Wir hatten ursprünglich eine Dufour 39, mit der sind wir losgefahren und sind damit auch bis ins Mittelmeer gekommen, haben aber unterwegs festgestellt, dass uns ein paar Sachen fehlen und dass wir uns nicht ganz so auf dem Boot wohlfühlen, wie wir es uns gewünscht haben. Und wir haben dann mit der Zeit angefangen, uns umzugucken nach neuen Booten. Und die Santorin war Christophs Traumboot. Warum eigentlich? Also zum einen hat sie einen super guten Ruf. Ich kannte natürlich die Videos von Sailing Delos, als die ihre Super Maramu noch hatten. Was mich immer fasziniert hatte, war das Cockpit, weil ich den Eindruck hatte, das Cockpit ist so gut konzipiert und so gut geschnitten und so zentral, wo man auch alles erreichen kann, dass das ganz viel auf die Sicherheit einzahlt. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es ja einfach langfahrttauglich ist und das ist das, was wir wollten und brauchten. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Thema Sicherheit an Bord. Unsere Hoffnung war, dass wir mit dem Boot ruhiger und sicherer segeln können. Also sie ist ja größer als das vorherige Boot. Das heißt, man sagt ja so salopp, Länge läuft. Wir haben uns erwartet, dass wir ein bisschen schneller sind, aber eben auch uns sicherer fühlen. Und von meiner Seite aus kann ich sagen, ja, also alle Erwartungen voll erfüllt. Wenn unser Plan weiterhin so gut aufgeht wie in der ersten Stunde, dann ist gut, oder? Ja, ja bitte. Also wir sind genau auf Kurs, also wir sind jetzt so einen kleinen Bogen gefahren, der Wind dreht immer mehr so, wie wir es wollen. Und wir sind ein bisschen gerefft unterwegs mit dem Groß, damit wir nicht so viel Lage fahren trotzdem 6,2 Knoten, also überperfekt. Wir haben ja hier eine feste Reling, allein das ist für mich schon so ein Punkt. Ich kann auch unterwegs rausgehen und nach vorne gehen, weil ich mich an der Reling und auch am Boot überall festhalten kann. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass das so schön ist, dass man hier so sicher steht und dass hier auch so viel Platz ist. Also hier Platz. Und eben ist das Vordeck, ne? Ja, du kannst hier rumlaufen. Es ist sicher, du hast immer überall irgendwas, wo du dich festhalten kannst, wenn es schwankt. Toll. Einfach großartig. Und wir haben ein breites Laufdeck und für mich war das so bei der Dufour, dass ich, wenn ich vorgehen musste, wirklich fast auf allen Vieren vorgekrabbelt bin, weil ich mich einfach nicht sicher gefühlt habe. Die Reling war sehr niedrig, das war nur ein Draht, das Laufdeck war schmal und ja, das sind einfach Welten dazwischen. Wir wollten lange Schläge machen, also mehrtägige Schläge, wir wollten mehr Nachtfahrten machen können. Wir wollten mehr Welle und mehr Wind vertragen können und das Ganze am besten noch, ohne dass Marion seekrank wird. Und das waren schon sehr hohe Anforderungen von meiner Seite. Es ist jetzt 11 Uhr. In 2-3 Stunden dreht der Wind. Und dann drehen wir auch mit. Also wir sind immer noch relativ hoch
Aber es ist ganz schön was los da draußen. Also um uns rum blitzt es, ist aber weit genug weg. Also das haben wir wohl richtig gemacht. Aber wir haben jetzt natürlich ganz schön Welle, wie man merkt. Also ist ganz schön was los. Das ist ja eine Ketch. Wir haben deswegen 2 Masten, also einen Hauptmast und einen um ein Drittel geringeren Besanmast in der Höhe. Das ist für einen Besanmast relativ groß. Und das bedeutet, die Segelfläche ist besser auf die Gesamtlänge des Bootes verteilt und der Segeldruckpunkt ist niedriger. Das heißt, wenn dort der Wind drückt bei ganz viel Wind, hart am Wind, dann bekommst du nicht so viel Lage ins Boot rein. Und das führt schon sehr stark dazu, dass wir weniger Schiffsbewegungen in dem Boot haben, was ganz, ganz viel auf die subjektive Sicherheit auswirkt und natürlich auch auf Marions Wohlbefinden. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, ich wäre nicht mehr seekrank geworden auf dem Boot, weil es gibt einfach manchmal Verhältnisse, da ist es völlig egal, auf welchem Boot man sitzt. Aber es ist deutlich weniger. Egal ob Tag oder Nacht, ist es wirklich besser geworden. Also ich würde sagen, das ist so um 50 bis 70% reduziert. Also eher 70. Und dann sind wir schon beim Cockpit. Und das Cockpit ist bei diesem Boot relativ niedrig. Es gibt ja Cockpits zum Beispiel bei der Nauticat, wo man sehr hoch sitzt. Das ist hier nicht der Fall. Auch das bedeutet wieder relativ wenig gefühlte Bewegung. Hohe Sicherheit, hier auch das Süll ist sehr hoch hinter uns, die Rückenlehne ist hoch. Wir haben dadurch, dass wir ein Center Cockpit haben, haben wir danach noch 3 Meter. Das heißt, wenn du mal hohe Welle achterlich hast, dann ist die gefühlt weit weg. Und außerdem ist das Cockpit mit seiner festen Scheibe einfach ein Ort, der in jeder Bedingung sehr geschützt ist. Also nicht umsonst heißt es in Frankreich und eigentlich auch überall auf der Welt, ich brauche keinen Wetterbericht, ich habe eine Amel. Das klingt jetzt sehr arrogant. Ja, ist es, glaube ich, auch. Aber man kann schon sagen, das geht in die richtige Richtung. Also Ja. man entwickelt so ein gewisses Urvertrauen in das Boot. Das heißt nicht, dass wir keinen Wetterbericht mehr gucken, das wäre auch fahrlässig. Ja. Aber das heißt, dass die Toleranz für das Wetter kommt etwas anders als prognostiziert doch deutlich größer ist. Wir können feststellen, mit dem Boot machen wir deutlich längere Schläge, fahren deutlich früher und später im Jahr als mit den anderen Booten und fahren auch häufiger mal nachts. Dadurch, dass wir nicht im Heck das Steuerrad haben, wo direkt das Meer so 1 Meter hinter deinem Rücken ist, sondern hier im Sondercockpit fühlt sich das ganz anders an. Und im Cockpit können wir alles bedienen, was das Boot zum Segeln und auch zum Motoren braucht. Das hat so ein bisschen was von Kirmes, ne? Ja, aber ich wollte es gerade filmen und kaum Kamera ist an, ist alles weg, kaum ist die Kamera aus, geht's wieder los. Ja. Ja, da sind sie wieder, die wollte ich gerade haben. Wir schaukeln nach wie vor auf unser Ziel hin, hoch am Wind, kneifen die letzten Grad raus, die gehen. Und bei uns hinten am Horizont über Sardinien brauen sich Gewitterwolken zusammen, riesig große. Die sollen aber jedenfalls laut Wettervorhersage uns vorbeigehen. Hätten wir auch nichts dagegen, weil sich ja der Wind hier in der Straße von Bonifacio schnell mal verdoppelt. Glaube ich jetzt nicht vom Gewitter, weil dazu müsste das Gewitter ja praktisch hinter der Straße von Bonifacio sein. Ja, aber wir wissen es nicht. Wir haben jetzt noch 8 Meilen bis zur Küste und insgesamt 10 Meilen bis zu unserem Ankerplatz. Der sollte uns relativ gut schützen. Und ja, fahren so 5,5 Knoten, haben eine hohe oder höhere, haben eine seitliche Welle von Backbord von vorne. Wenig Segler unterwegs. Wir sind so ziemlich die einzigen und ja, Mitte Oktober, dank Kuchenbude immer noch im T-Shirt, traumhaft. Das heißt, wir müssen weder bei Nacht noch bei Seegang im Normalfall das Cockpit verlassen. Und das ist auch so ein Punkt, das zum einen erlaubt, dass man es alleine segeln kann oder dass derjenige, der Rudergänger ist oder Wachgänger ist, dass der normalerweise alles alleine machen kann. Und das bringt natürlich auch zusätzlich für die Fahrten sehr viel Ruhe rein.
Wir sind wirklich von Anfang an bei deutlich mehr Wind und deutlich mehr Welle unterwegs gewesen als mit dem vorherigen Boot. Wir sind unsere erste Fahrt mit 27 Knoten sind wir ja reingeschmissen worden. Das waren persönliche Umstände, weshalb wir ganz dringend nach Deutschland mussten und mussten das Boot eben von Mallorca ans Festland bringen. Und es war was beginnender Das war beginnender Mistral. Das war Ne? beginnender Beginnender Mistral. Mistral. Wer im Mittelmeer schon mal unterwegs war, der weiß, es kann auch mal 10 Knoten mehr sein. Und der Bereich ist auch bekannt dafür, dass man in der Mitte relativ hohe Welle hat und der Wind in der Mitte auch stärker sein kann, weil er eben kanalisiert wird. Und das hat sich aber schon super gut angefühlt, schon in der ersten Tour. Diese Fahrt hat uns direkt das Vertrauen gegeben, das Boot kann das sowieso und wir können das auch. Ja, genau. Das war der Startschuss für weitere Fahrten. Gehen wir zum Thema Komfort über. Wir hatten das Cockpit jetzt schon mehrfach erwähnt. Das Cockpit ist nicht nur ein sicherer Ort in jeder Lebenslage, sondern auch groß genug, gleichzeitig klein genug, um komfortabel zu sein. Das heißt, man kann hier zu viert sehr gut segeln, man kann zu sechst hier gut sitzen. Und ja, es ist bei jeder Tages- und Nachtzeit, egal wie viel Wind oder wenig Wind, ist das ein ganz großartiger Ort, der für mich nach wie vor das Zentrum des Bootes ist und sowohl Komfort als auch Sicherheit in sich vereint. Von hier aus findet alles statt, das Leben und auch das Segeln. Das Bimini ist in der Sonderanfertigung. Normalerweise hat die Amel auf der Oberkante der festen Scheibe einfach nur ein Verdeck, was nach hinten gespannt ist mit 2 oder 3 Bögen und keine Seiten. Und das hat der Voreigner machen lassen. Er hat es auch erhöhen lassen. Man kann hier drin stehen und nach vorne rausgucken. Jetzt ist es eine Kuchenbude und das gibt jetzt im Winter zusätzlichen Lebensraum. Wir können so tatsächlich auch segeln, weil du würdest ja immer die Lehseite offen haben, weil da die Schrot reinläuft. Und das bedeutet, dass du sehr wenig Wind hier hast, aber es ist kein Standard. Wir sind ja jetzt beim Thema Komfort. Komfort ist ja immer so ein bisschen nice to have. Es geht auch ohne. Also mein persönliches Komfort-Highlight auf diesem Boot ist unser großes Achterdeck. Mein Achterdeck, das ist der Platz, den ich am allermeisten liebe. Ich habe hier meine Yogafläche, ich breite hier meine Matte aus und das ist egal, ob wir vor Anker sind oder im Hafen. Das hier ist der Platz dafür. Aber es ist natürlich auch noch viele andere Sachen gut. Zum einen gibt es Matratzen, die man auslegen kann. Das ist hier 1,80 Meter bis 2 Meter lang, je nachdem. Und man könnte hier sogar draußen schlafen. Dann kann man hier natürlich auch das Dinghy stauen unter Fahrt, wenn man unterwegs ist. Das ist eben auch eine schöne Fläche dazu. Und man kann auch andere Arbeiten ausführen. Sämtliche Arbeiten, für die man einfach auch mal Platz braucht. Einen mehr oder weniger ebenen Platz kann man hier machen. Wenn man die Wachskiste ausräumen möchte, kann man hier alles voll stauen. Und da passt viel rein, sowohl in die Wachskiste und hier passt viel drauf. Also wirklich ein universell einsetzbarer Platz. Wir haben im Sommer draußen geschlafen. Man hat eine große Fläche nochmal, um was abzustellen oder um drauf zu arbeiten. Und es ist beim Segeln auch ein ganz toller Platz, um zu sitzen und zu schauen. Einfach nur da sitzen, rausschauen, egal ob zur Seite, vorne, hinten. Es ist völlig egal. Es ist ein ganz, ganz toller Platz. Das ist mein Lieblingsplatz auf diesem Boot. Christoph kam schon ein paar Mal gesagt, mach doch, ich würde da gern Solar drauf machen, aber wir würden einen ganz tollen Platz verlieren. Dann haben wir eine Passarella und zwar Amel hat die mit konzipiert. Die Passarella ist gleichzeitig Badeleiter, die 3 Stufen unter Wasser reicht. Das ist schon sehr lang für eine Badeleiter und zwar in einem Stück. Das heißt, die wackelt auch nicht, wenn man raus und rein steigt. Sie ist seitlich am Boot und nicht achterlich, was bei Welle angenehmer ist zum Ein- und Aussteigen. Und man kann sie mit einem Belag versehen und bei uns jetzt am festen Geräteträger riggen, wie so eine Zugbrücke, um von dort auf den Steg zu gehen. Anfangs hatten wir gedacht, naja gut, schöne Badeleiter, aber man kann ja auch übers Heck ein- und aussteigen. Stimmt zur Hälfte, aussteigen übers Heck ist gar kein Problem.
Einsteigen direkt vom Wasser ist fast nicht machbar. Ja, ja. Also das ist wirklich schwer. Also vom Dinghy aus, das geht rein und raus, aber direkt aus dem Wasser geht fast gar nicht. Was wir uns auch erwünscht haben mit diesem Boot, ist mehr Unabhängigkeit, mehr Autonomie. Und wir haben das definitiv erreicht. Autonomie heißt für uns, dass die Tanks groß genug sind. Und das ist der Dieseltank, der fasst 400 Liter. Und damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, unser Motor braucht so 1,5 bis 2,5 Liter pro Stunde, wenn wir ihn so bis 2000 Umdrehungen fahren und dann eine Marschfahrt haben von vielleicht 4,5 Knoten. Das heißt, wir haben damit eine große Reichweite. Du musst nicht dauernd in den Hafen gehen, um zu tanken, was wir ja auch gar nicht wollen. Wir wollen vor Anker sein. Und dann haben wir ähnlich groß nochmal einen Wassertank, der für das Leben an Bord natürlich sehr, sehr wichtig ist. Der Wassertank fasst ungefähr 750 Liter. Und also man kann sich, wir hatten vorher auf dem alten Boot ursprünglich 360, dann ist einer von den, wir hatten flexible Wassertanks, so Schläuche, dann ist einer von den Wassertanks kaputt gegangen. Das heißt, wir hatten 130 Liter Wasser. Das ist ein Riesenunterschied. Wir trinken das Wasser aus dem Tank, weil wir es vor der Entnahme nochmal zweifach filtern. Da sind wir auch sicher und dadurch wirklich autonom. Und wie ist denn so dein Fazit nach den 2,5 Jahren Leben an Bord? Es ist ein wahnsinniger Komfortgewinn zur Dufour. Wir haben ein Zimmer mehr. Es fühlt sich riesengroß nach wie vor an. Es ist schön, die Achterkabine zu haben, wo wir nicht mehr so reinkrabbeln müssen. Die Luken sind so angebracht, dass es, wenn Wind ist, wirklich durch das Boot durchweht. Also du hast da unten drin keine Stauhitze, wie es die Dufour vorher hatte im Sommer, sondern wir haben, sofern Wind ist, immer ein leichtes Lüftchen da drin. Und es fühlt sich längst nicht so heiß unter Deck an, wie es vorher war. Mhm. Außerdem ist es so, bei der Dufour hatten wir ganz viel Strahlungshitze von Deck, unter Deck. Und das ist hier nicht so der Fall. Manche Leute sagen, dass es ein Kellerschiff ist, weil die Fenster relativ klein sind. Ich muss sagen, ich bin froh darum, weil es gerade im Hochsommer jetzt in Griechenland oder auch letztes Jahr auf den Balearen, ist es teilweise so hell, dass ich mich über Mittag sehr gerne nach drinnen verziehe, weil es mir draußen einfach viel zu hell ist. Ich nicht. Es gibt auch so 2, 3 Sachen, die uns nicht ganz so gut daran gefallen. Ich kann für mich sagen, das Manövrieren im Hafen, es ist kein Langkieler, aber es verhält sich beim Rückwärtsfahren wie ein Langkieler. Das heißt, es fährt ungern um die Ecke. Man muss schon mehr als 1,5 Knoten Geschwindigkeit drauf haben, damit man Ruderwirkung bei der Rückwärtsfahrt hat. Das ist zu viel, um in die Box zu manövrieren oder im Hafen zu wenden. Und die Schraubenwirkung ist auch nicht so stark wie beim vorherigen Boot, weil der Propeller sehr weit weg ist vom Ruder. Das heißt, Manövrieren im Hafen geht nur mit einem Bugstrahlruder. Das ist eingebaut bei der Amel. Insofern ist es relativiert. Ich bin trotzdem immer glücklich drum, wenn ich nicht auf ein Bugstrahlruder angewiesen bin. Also kann man es jetzt auslegen, ob das ein Problem ist oder nicht. Fakt ist, mit Bugstrahlruder lässt sich extrem gut handeln im Hafen. Dann haben wir noch, das habt ihr, glaube ich, an ganz vielen Stellen mitbekommen, das ist wieder so ein speziell auf dieses Boot gemünzte Sache. Der Wartungszustand dieses Bootes war, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt YouTube-konform ausdrücken kann, war einfach grottig oder einfach nicht vorhanden. Also das Boot ist sehr viele Jahre nicht gewartet worden und die Amel hat viele Teile, die regelmäßig gewartet werden müssen. Also die Motoren für die Ausholer, für die Segel. Neben den sowieso Standardsachen, die man warten muss, wie Winschen, kommt halt noch einiges mit dazu. Ja. Genau, kann ich gar nicht viel dazu ergänzen. Also was mir aufgefallen war, die Segel müssen gemacht werden, die Winschen sollten mal wieder gemacht werden. Also das hatte ich jetzt nicht so
auf dem Zettel, was es da drüber hinaus noch gibt. Deswegen macht es sich an der Stelle schon mal bezahlt, wenn man sich mit der Amel gut auskennt, wenn man eine kaufen möchte. Und damit sind wir auch bei dem nächsten Thema. Die Amel ist bedingt durch ihre vielen Sonderbauteile, die es auf anderen Booten nicht gibt. Nur mal Schlagworte, die elektrischen Segel, die ein Getriebe haben. Diese Kappe hier, die saß hier drüber und ihr seht das vielleicht, dieser Wulst hier, der saß hier. Und deswegen war das ein bisschen schwierig, das runterzukriegen. Das Ding ist eigentlich flexibel. Ich habe das jetzt mit Hammerschlägen vorsichtig gelöst und ist auch ein bisschen Wasser rausgetropft. Und das hier sind die elektrischen Verbindungen, die sind nur mit Isoband umwickelt und darunter sind, na wie sagt man da, Lüsterklemmen. Und die schaue ich mir jetzt erstmal an und messe die auch mal und dann werde ich auch mal sehen, ob da überhaupt Strom ankommt. Das Sea Drive ist eine Spezialanfertigung von Amel, die Vorsegelrollanlage ist eine Spezialanfertigung von Amel, jedenfalls in diesen Baujahren. Ja. Das bedeutet, dass man sich damit ein bisschen auseinandersetzen sollte. Aber es gibt eine sehr, sehr gute und sehr große Community, die sehr hilfsbereit ist. Wenn du als Eigner keine Lust hast auf Technik, sondern dich darauf verlässt, was dir die Werft erzählt, dann bist du mit einer Amel nicht gut bedient, weil die Werften, die Handwerker dir schnell erzählen wollen, ja, das funktioniert nicht richtig, aber das ist so, das ist bei den Booten so. Nee, das ist Blödsinn, man muss wissen, wie es geht, man muss wissen, wie man es handhabt, aber dann geht es auch gut. Und das war für mich eine steile Lernkurve, ist es immer noch. Ich mag das aber auch, mich in technische Themen einzulesen. Insofern ist es für mich eine Sache, die man jetzt wissen muss, aber nicht unbedingt ein super Downside ist. Ich sag mal so, ohne die Amel gäbe es den Technikkanal nicht. Das stimmt auch. Mit diesem Boot und dem Wartungszustand, was dieses Boot mitgebracht hat. Menschen, die Amel nicht kennen und zu uns aufs Boot kommen, die sind erstmal so ein bisschen irritiert, weil so rein optisch ist die Amel auf dem Stand von den 90er Jahren. Und man könnte jetzt sagen, Mensch, mach doch hier und mach doch da. Das Problem bei einer Amel ist, wie bei vielen anderen Oldtimern auch, in dem Moment, wo du den Originalzustand massiv veränderst, sinkt der Wert dieses Bootes ins Bodenlose. Ja. Also du darfst an einer Amel von der Optik nicht viel verändern. Du darfst sie modernisieren. Das ist in der Community akzeptiert oder unter Amel-Liebhabern. Aber jetzt herzugehen und zu sagen, boah, diese alten Lampen im Salon gefallen mir nicht, ich baue da mal moderne Lampen ein, hast du schon die Hälfte der möglichen Käufer verloren, die sich für das Boot jemals wieder interessieren würden. Neue Polster sind nochmal 20% und so zieht sich das durch. Das ist so eine Sache, die muss man für Amel, glaube ich, auch wissen, akzeptieren. Es war dein Traumboot. Hat es deine Erwartungen getroffen? Im Wesentlichen ja. Also wenn ich jetzt mal den Zustand, mit dem wir auch jetzt immer noch zu tun haben, weil ich es komplett auf Stand bekommen möchte, ausklammere, dann sage ich ja, es ist nach wie vor ein geniales Boot. Es hat genau das erfüllt, was ich erwartet hatte. Die Erwartung, dass Marion weniger seekrank ist, ist zugegebenermaßen eine sehr, sehr hohe Erwartung. Dass die aber eingetroffen ist, macht mich sehr glücklich. Das ist aber nur sozusagen die Spitze des Eisbergs, was die Sicherheit und den Komfort angeht, weil sie segelt super, sie kann mit viel Wind umgehen, mit weniger Wind nicht ganz so gut, weil sie halt groß und schwer ist. Aber durch die geteilten Segel der Ketch hat man unglaublich viele Varianten der Segelstellung. Das Boot ist insgesamt super durchdacht. Es ist tatsächlich für Blauwasser und Langfahrt konzipiert. Ich kann nur so sagen, das Boot hat die Erwartungen vollstens erfüllt und ich merke erst so über die Zeit, wie hoch meine Erwartung eigentlich war und wie schwer das eigentlich zu matchen war. Und deswegen war das nicht zu erwarten, dass das so gut funktioniert. Für mich jedenfalls. Und für dich? Ich war ja nicht so fixiert auf Amel, ich war fixiert auf Größe, Achterkabine und mehr ein höheres Sicherheitsgefühl. Und ja, alles drei super. Achterkabine ist, ich finde das toll, dass wir jetzt eine
schöne Achterkabine haben. Das Cockpit ist ein Traum. Ich bin hier wirklich sehr gerne und ich fühle mich beim Segeln echt sicher. Also Nachtfahrten machen mir überhaupt keine Angst mehr. Das ist alles erfüllt und ja, also Amel ist ein tolles Boot. Ich sagte, mit der Riva wäre ich schon längst gestorben. Du hast bis jetzt geschlummert, ne? Ja, ich habe geschlafen. Als du die Genua eingerollt hast, bin ich aufgewacht. Hat zugeschlagen. Wach auf und hier ist. Ich bin eingeschlafen, da war nichts und jetzt wache ich auf und hier ist 2 Meter Welle und 30 Knoten Wind. Aber es ist gut. Das Boot ist dafür. Das fühlt sich echt gut an. Nur ein bisschen nass an der einen oder anderen Stelle gerade. Aber trotzdem kein Vergleich mit Arriva. Nein, nee. Das Jammern auf ganz hohem Niveau. Ja. Also mit Arriva, wie gesagt, wäre ich schon längst. Also ich hatte das noch nicht mit dabei, oder? Du hast gesagt, hier steigt keine Welle ein ins Cockpit. Müssen wir zumachen. Nur Seitenteile holen. Ja, bei dem Wind. Und das nächste Mal müssen wir. Oh, da mache ich mal noch zu. Oh ja. Gut. Ich hab's schon reingespritzt. Vor ein paar Monaten haben wir uns eine Super Maramu angeschaut und haben für uns festgestellt, dass diese Größe, die wir hier haben, für uns die richtige Größe ist. Ein halber Meter mehr wäre Luxus. Luxus ist schön, aber braucht man nicht. Ja, also ich sehe das ähnlich. Also dieses Boot, die Santorin ist groß genug, um noch gemütlich zu sein. Und klein genug, dass du alles in der Nähe hast. Und das ist für uns der Sweet Spot. Auch wenn man dann später an die Hafenkosten denkt. Das Boot ist mit 14 Meter schon relativ groß. Aber es ist, wenn man wirklich hauptsächlich vor Anker leben möchte und viel unterwegs sein möchte, ist es das richtige Boot, jedenfalls aus unserer Sicht.